Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video machen wir gemeinsam diesen süßen Frosch. Der ist wirklich zuckersüß geworden. Ich werde euch jetzt alles zeigen und alles erzählen, wie das genau gemacht wird. Also ich habe hier jetzt 3 Holzperlen benutzt. Die habe ich schon mal grün grundiert und zwar mit diesen Acrylstiften. Das habe ich euch auch unter dem Video verlinkt. Ich habe hier einmal einen großen, der ist 25 mm. Und da klebe ich dann gleich 2 15 mm Holzperlen dran und bemale dann die Augen da drauf. Diesmal habe ich sie mit Sekundenkleber rangeklebt. Letztes Mal beim anderen Video habe ich etwas mit Heißkleber aufgeklebt, aber mit Sekundenkleber finde ich das etwas sauberer. Das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Ihr könnt die Kleber benutzen, die ihr immer benutzt. Der Körper, der geht auch ganz schnell, das machen wir im Anschluss, und wie ich das Gesicht jetzt aufmale und anklebe, das zeige ich euch im Schnelldurchlauf, dass ihr ungefähr einen Einblick habt, wie ich das mache. Ich werde hier erstmal 2 weiße Kreise gleich auf die Augen malen, dann einen schwarzen Kreis und dann die Punkte und einen Mund und hier diese Bäckchen. Und dann fand ich das mit dem Krönchen auch so süß, das hat super gepasst, finde ich. Das habe ich auch diesmal wieder vor. Alles weitere machen wir dann gleich. Ich mache jetzt im Schnelldurchlauf einmal die Augen und den Kopf hier jetzt fertig. Und dann machen wir schnell das Würmchen zusammen. Super einfach an einem Stück mit der Schlaufe. Und das ist wirklich zuckersüß. Ein absoluter Hingucker und so schnell gemacht. Das wird auch ein kurzes Video. Jetzt habt ihr im Schnelldurchlauf gesehen, wie ich das Köpfchen hier fertig gemacht habe. Das hat auch echt nicht lange gedauert. Und jetzt machen wir den Körper. Ich benutze wieder diesen gleichen Grünton. Es gibt natürlich zig verschiedene Grüntöne. Ihr könnt alle benutzen, die ihr möchtet. Wir häkeln jetzt mit einer 3 mm Häkelnadel und machen die Schlaufe und das Würmchen an einem Stück. Dafür fangen wir jetzt mit der Schlaufe an. Wir legen uns die Wolle auf die Häkelnadel. Wir drehen es einmal. Wir ziehen hier einmal durch und ziehen fest und machen jetzt erstmal für die Schlaufe 60 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir haben jetzt 60 Luftmaschen gehäkelt. Wir halten uns das einmal gerade, gehen hier vorne in die erste Masche rein, holen uns den Faden und ziehen dann durch beide Schlaufen hindurch. Somit haben wir die Schlaufe von unserem Frosch schon mal. Für den Körper machen wir jetzt auch weiter mit Luftmaschen. Und zwar machen wir nur 22 Luftmaschen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 und 22. Das wird der Körper mit 22 Luftmaschen. Und jetzt arbeiten wir mit Stäbchen. Das heißt, wir nehmen uns die Wolle auf die Häkelnadel, überspringen die ersten beiden Maschen,
gehen in die dritte dann rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen, holen den Faden durch die anderen beiden Schlaufen. Jetzt werden wir in ein und dieselbe Masche weiter häkeln mit Stäbchen. Also wieder Faden holen, von hinten nach vorne. Und hier haben wir das zweite Stäbchen. In dieselbe Masche machen wir ein drittes Stäbchen. In dieselbe Masche ein viertes Stäbchen und noch ein fünftes Stäbchen. Das heißt, wir werden jetzt in jeder Masche 5 Stäbchen häkeln. Und jetzt gehen wir in die nächste Masche. Und die ist direkt wirklich links daneben, ganz dicht beieinander. Also nicht überspringen, sonst wird euer Würmchen nicht schön. Und dann gehen wir in die nächste daneben und machen auch in diese Masche 5 Stäbchen rein. Ich spule das gleich natürlich schneller. 4 und 5. Jetzt haben wir auch schon in die nächste 5 Stäbchen gehäkelt und auch die nächste Masche ist wieder wirklich dicht daneben, die auch nicht überspringen. Da gehen wir dann auch rein und machen auch hier 5 Stäbchen rein und das machen wir so lange, bis wir hier vorne an dem Schlaufenanfang angekommen sind. Immer 5 Stäbchen in jede Masche und dann setzen wir nur noch zusammen und sind dann gleich fertig. Das Würmchen haben wir jetzt auch gehäkelt. Ich schneide als erstes meinen Faden einmal ab. Dann ziehen wir es einmal raus. Ich verknote mir den Anfangs- und den Endfaden hier. Ihr könnt es dann natürlich auch vernähen oder mit einem Klecks Kleber festmachen, dass sich die Knoten nicht lösen. Das ist euch überlassen. Ich schneide das jetzt auf die Schnelle schon mal ab. Dann drehe ich mir mein Würmchen noch mal ein bisschen fester, so wie ich das möchte. Und das war es auch schon. Jetzt nehmen wir unser Köpfchen, gehen hier oben mit der Häkelnadel rein, holen die Schlaufe, hängen das an die Häkelnadel ran und ziehen es durch das Köpfchen hin durch. So. Und so ist unser Würmchen auch schon fertig. Wir haben das jetzt zusammen gemacht. Das ging wirklich super schnell. So sehen die Süßen jetzt aus. Wenn ihr möchtet, könnt ihr hier oben zwischen den Augen jetzt noch einen Knoten machen, weil so kann man das natürlich wieder abziehen. Das ist auch euch überlassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr findet die Frösche auch so wunderschön wie ich. Schreibt gerne neue Ideen in die Kommentare, was ihr euch alles wünscht. Und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Teilt das Video gerne mit Freunden und Bekannten und markiert mich gerne auf Instagram oder Facebook auf euren Beiträgen. Auch wenn ihr diese süßen Frösche teilt, markiert mich gerne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin.